Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. Willkommen zu meiner heutigen Episode, in der es um mein eigenes UFO geht, Finished Objects und noch etwas über die H&H in Köln. Da habe ich noch ein bisschen was zu erzählen, was ich denn da so Schönes mit Steffi von Zauberkunstgarne und Alex von Wool & Forest entdeckt habe. Viel Spaß dabei! Ja, zum Thema Knit My UFO sind wieder einige Preise oder Spenden bei mir angekommen, was ich einfach immer wieder faszinierend und toll finde und die ich euch hier vorab vorstellen will. Wer beim Knit My UFO mitmachen will, habe ich schon gesagt, auf Instagram könnt ihr eure Beiträge teilen mit uns und mit mir vor allem, mich einfach verlinken in eurem Beitrag und unten ein Hashtag setzen mit KnitMyUFO 2025 oder eben KnitMyUFO 2025 Kall, der noch bis zum 30. April andauert. Und danach werde ich diese Schätzchen, die hier bei mir ankommen, dann an die entsprechenden Personen verteilen, die eben ihre UFO-Projekte beenden konnten. Sei es, ihr habt es geribbelt und als beendet erklärt oder halt eben, ihr habt wirklich endlich euer UFO zu Ende gestrickt, so wie ich meines. Aber jetzt zu den tollen Dingen, die hier ankommen. Von der lieben Barbara kam ein Päckchen an mit ganz wunderbarer Wolle. Schaut mal. Und zwar hat sie handgesponnene Wolle von sich zur Verfügung gestellt. In diesem tollen Aqua-Braun-Grün Gemisch. Also ich bin einfach fasziniert. Es ist butterweich, ganz soft. Ich würde das als Sportweight vielleicht einschätzen. Also wer auch immer das gewinnt, ich hoffe, diejenige weiß zu wertschätzen, dass da nicht nur schöne Wolle ankommt, sondern auch viel Liebe mit drin steckt. Handgesponnene Wolle ist einfach, also mehr Unikat geht gar nicht. Hier, liebe Barbara, vielen Dank. Das nächste Päckchen ist von der lieben Simone, von My Simone. Wer sich ihren Kanal anschauen möchte, also sie hat einen, springt zu ihr rüber. Sowohl auf YouTube als auch auf Instagram heißt sie My Simone. Und sie spendet diese Box mit Baumwollgarn von Drops. Und ja, passend zum Frühling, Frühjahr, Sommer kann man was Schönes daraus machen, was auch immer. Sind schöne Farben dabei, die Drops Bell, Drops for You. Also zumindest kann man sie antesten und mal schauen, ob einem diese Qualitäten überhaupt gefallen. Also vielen, vielen Dank, Simone, auch an dich für diese tolle Spende. Und dann ist noch ein Päckchen angekommen von der Desiree. Und zwar sind einmal 2 Bücher enthalten. Sorry, es knistert. Nein, sogar 3. Das hier, was ja jetzt gerade Trend ist, Mini-Tücher stricken, also wenn ihr Lust habt, dann darf man sich damit austoben. Dann vom Fresh Verlag Scandilove Tops und Shirts. Und last but not least Norweger mit Rundpassen vom Christophorus Verlag. Norweger mit Rundpassen stricken. Statement Mode in Scandi-Stil. Ja, hier die Rückseite. Richtig cool. Vielen, vielen Dank, Desiree. Aber das war es ja noch nicht genug. Zusätzlich im Paket hat sie dann noch diese tolle Wolle mit eingepackt. Und zwar von Gusto Wool Echoes ist ein, ich muss gerade mal schauen, ein Sockengarn 100 Gramm, 400 Meter. Super tolle Farbe. Kenne ich auch gar nicht. Fühlt sich sehr schön weich an. Ja, so lernt man auch neue Qualitäten kennen.
Und dann noch von Landhaus, also von Citron Garner, diese 2 kleinen Schätzchen, so rum. Ein ganz tolles Petrol und dieses tolle warme Braun. Was ist das genau? Schurwolle, extra fein und ein bisschen Polyamid. 200 Meter, 50 Gramm. Ich denke auf jeden Fall, dass man doch bestimmt den ein oder anderen kleinen Schal daraus stricken kann oder halt eben Handstulpen. Und butterweich kannte ich auch noch nicht. Also fühlt sich sehr gut an, diese Qualität. Vielen, vielen Dank. Wenn wir zu meinem Elefanten-Innenraum hier kommen und zu meinem Finished Object, dann reden wir auch über mein UFO. Ich habe wieder ein UFO beendet, vorgestellt in meinem Knit My UFO Video. Verlinke ich euch gerne hier oben, dann könnt ihr mal reinschauen, welche UFO-Projekte ich denn hatte. Und zwar ist das der Pochjola-Sweater, ein Design von Sari Nordlund, eine kaufmännische Anleitung auf Ravelry oder halt eben bei Sari Nordlund direkt auf der Seite. Wird gestrickt mit Fingering Garn und in meinem Fall hatte ich im Stash die Pure Merino von Wool & Forest in der Farbe Forest. 400 Meter auf 100 Gramm und hatte hier oben auch das Kaschmir im Stash und die Farbe Mint. Und als ich den Pochjola gesehen habe, beziehungsweise von Alex in Kassel die Tasche hier geschenkt bekommen habe und die ganze Zeit drauf geschaut habe beim Stricken, dachte ich so, ich brauche diese Farben in Kombination. Und was bietet sich da an als der Pochjola-Sweater, der sowieso in Fingering ist? Den muss ich stricken. Gesagt, getan. Ich hatte von allem einen Strang, habe ich angeschlagen, letztes Jahr im April und kam auch bis hier ein Stück unter die Rundpasse und dann ging mir das Forest, die Hauptfarbe, ging mir aus. Deswegen hatte ich dann statt einem Whip plötzlich ein UFO. Ich musste warten. Alex war in Urlaub und dann war Sommer. Ich musste warten, bis sie nachgefärbt hat. Dann kam es Garn. Wie gesagt, es war Sommer, es war heiß. Ich hatte schon andere Projekte auf den Nadeln. Backnang stand dann vor der Tür. Da hatte ich den Sweater dann dabei und habe dann auch angefangen mit dem neuen Strang. Nee, ich hatte mir 2 weitere Stränge bestellt, habe dann weiter gestrickt und habe den Pullover aus Ungeduld zuerst zu kurz gestrickt. Und es ist mir dann schon beim italienisch Abnähen, wie das manchmal so ist, also das Hirn sagt einem zwar, hier, nee, das wird zu kurz, aber man will es dann trotzdem unbedingt durchziehen und denkt dann, nö, das wird schon passen, irgendwie blocke ich das, etc. pp. Nein, Pure Merino, das ist ein Vorteil, bleibt so, wie es ist. Das bleibt in seiner Form, das lässt sich nicht irgendwie in irgendeine Richtung strecken. Also meistens ist die Veränderung minimal, zumindest nach meiner Erfahrung, was auch gut so ist. Und in dem Fall war das auch so. Ich habe den Pullover geblockt und der hat nicht in der Länge nachgegeben. Dann habe ich gedacht, okay, lässt ihn erstmal liegen, habe mich über mich selbst geärgert. Und dann im Januar im Knit My UFO Call habe ich beschlossen, dass ich den unbedingt beenden will, weil der sich durch das Garn super angenehm leicht anfühlt. Also Pure Merino ist kein Garn wie zum Beispiel die Single Merino, also das einen unheimlich wärmt. Ja, mir ist zwar nicht kalt in dem Pullover, aber ich finde, den kann man unheimlich lang tragen. Also wenn die Temperaturen es hergeben, bestimmt bis 20 Grad. Der fühlt sich angenehm auf der Haut an. Wie gesagt, ich schwitze nicht drin. Der ist leicht. Ja, ist ja der Garnstärke entsprechend auch dünn und luftig. Und dementsprechend wollte ich den unbedingt fertig haben. Habe ich auch geschafft und ich habe hier jetzt wieder
ein Garn in meinem Stash übrig. Also ich brauchte von der Hauptfarbe nur 2 Stränge und von den anderen jeweils eine Farbe. Das heißt, ich weiß nicht, warum ich unbedingt 3 Stränge Hauptfarbe bestellt habe. Anleitung lesen kann ich ja eigentlich, aber ja, überkommt mich auch manchmal, dass ich denke, mehr ist mehr. Nein, jetzt habe ich den halt übrig und schauen wir mal, was dieses Garn denn in Zukunft mal werden wird. Zur Pure Merino selber nochmal, finde ich ein ganz tolles Garn für die Übergangszeit, gerade jetzt für die Frühjahrszeit oder halt auch nach dem Sommer, für den Spätsommer, Frühherbst. Colorwork damit stricken war angenehm, finde ich aber, ist nicht das idealste Garn für Colorwork. Wusste ich schon im Vorfeld, weil es verhakt sich nicht. Also bei Colorwork ist es idealer, wenn man zum Beispiel wie bei Single Merino ein Garn hat, was etwas unversponnener ist und sich miteinander verhakt ja, wie nenne ich es, die Maschen schließt, während Pure Merino halt eben durch die Verzwirnung ein rundes Garn ist und die Lücken nicht schließt. Das heißt aber auch, wie soll ich sagen, es vergibt einem auch nicht viel. Also man sieht dann schon, wo hat man zu locker gelassen und wo nicht. Und da muss man dann hier und da, also zumindest ich, dann nochmal nachjustieren und ein bisschen nachziehen, und damit das Ganze dann doch ein ebenes Maschenbild hat. Dabei hat es aber, der Nachteil ist dann aber auch wieder sein Vorteil. Das heißt aber, bei Pure Merino fühle ich mich halt nicht gleich überhitzt in dem Pullover. Mir ist der Pullover angenehm luftig auf der Haut. Und wenn ich es jetzt nochmal machen wollte, hätte ich es genauso gemacht. Also ich hatte das Garn ja schon da. Ich habe es nicht bereut, dass ich es aus dem Garn gestrickt habe. Man muss es halt nur wissen, es ist nicht das Nummer 1 Garn für Colorwork, was ich empfehlen würde. Aber wenn man es denn dann hat und damit versuchen möchte, dann spricht auch nichts dagegen. Ja, ich finde einfach, das sieht sehr schön aus und gefällt mir sehr gut. Auch die Farbkombination bin ich total froh drüber. Ist auch sehr harmonisch. Und ich blende euch jetzt auch hier nochmal ein kurzes Tragevideo ein. Der Pullover selbst, ich trage immer High-Waist-Hosen, den habe ich mir, ja, den habe ich dann natürlich auch verlängert, ganz brav. Und die Ärmel sind bei Sari Nordlund immer eher enger geschnitten. Hätte ich jetzt auch noch mal eine Größe oder 2 größer wählen können, damit ich es weiter habe. Aber ich mag, also wer mir folgt, weiß es ja schon, ich mag lieber engere Ärmel. Unter Jacken finde ich das einfach angenehmer als wie weitere Ärmel. Und das ist dann einfach eine Geschmackssache. Muss man dann einfach wissen. Hat auch was mit der Wollwahl zu tun. Hätte ich 'ne wolligeres Garn, dann würde das auch beim Blocken etwas nachgeben. Und bei Sari sieht man auch, dass die Ärmel ein bisschen Spiel haben. Ist jetzt bei mir nicht, ist aber auch nicht schlimm. Ja. Die Anleitung gibt es auf Englisch, auf Ravelry, wie gesagt, Kaufanleitung. Aber wie ich finde, hat sich super gelohnt. Der Kragen ist doppelt gehalten, wird dann mit angestrickt. Ach so, aber bei der Pure Merino, was ich noch sagen wollte, das sieht man vielleicht auch hier so ein bisschen, das Maschenbild bei rechts, links, ja, das verzeiht sie einem nicht. Also auch bei mir ist es nicht so ganz super sauber, aber ich kann damit leben. Ich habe italienisch abgekettet, damit es schön wird. Insgesamt ist aber das Maschenbild sehr schön. Nur halt, wie gesagt, bei den Bündchen, da, ja, auch da sieht man so ein bisschen, dann ist es nicht perfekt super sauber, aber ich kann damit leben. Zum Colorwork vom Pochiola Sweater möchte ich noch eins sagen. Der Pochiola Sweater ist einer der schwierigeren Colorwork-Stricks. Warum? Weil er teilweise in Reihen dreifädig verstrickt wird und dann noch erschwerend dazu eine der Farben auch noch mit linken Maschen. Wenn man aber ganz nah rangeht, ich stehe mal auf, dann sieht man das hier so ein bisschen, diese linken Maschen, die dann aber so eine Perlenoptik im Strick ergeben, was unheimlich hübsch aussieht, wenn man es von Nahem sieht. Also für ungeübte Stricker ja, würde ich den jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Man braucht schon seine Geduld und muss dann ja auch noch die Color-Dominanz beachten. Also in welcher Reihenfolge immer die Farben denn dann verstrickt werden, damit einfach, ja, das sieht man sonst, wenn man das nicht beachtet. Das wollte ich dazu sagen. Ähm, Sollte man wissen, dass der Pochiola-Sweater etwas Geduld und Muße benötigt, aber ich finde, er ist es wert. Ja. So viel dazu. Pochiola-Sweater, Daumen hoch. Und ein UFO beendet. Wieder eins. Yay! Ein weiteres Finished Object ist der Birds of a Feather von Drea René Nitz, also Andrea Maury. Kaufpflichtige Anleitung auf Ravelry. Und da wurde ich angesteckt von Marie von Mabel Knitting und Simone von My Simone. Die hatten im Herbst letzten Jahres beide den Schal angestrickt, den ich schon kannte. Und bis dahin eigentlich auch gar nicht für, ja, den fand ich gut, aber jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, den brauche ich unbedingt. Aber als dann Marie ihre Version angestrickt hat und auch die Simone in ganz tollen Braun- und Goldtönen, da war es um mich geschehen. Da habe ich gedacht, nee, den brauche ich jetzt. Und dann war ich auch noch in Backnang von all der schönen Wolle dort umgeben und es war dann um mich geschehen. In Backnang haben wir uns dann getroffen, so eine kleine Gruppe mit Marie und Alex und noch weiteren Strickfreundinnen und haben da die Stände besucht und unter anderem Locoporella. Und da fand ich dann die Färbung Grey Fox, und zwar ein Strang Merino Single. Und ich liebe das Garn, das kannte ich schon von Alex und habe mir den mitgenommen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch der Steffi versprochen von Zauberkunstgarne, dass ich sie auch an ihrem Stand besuche. Und als ich Grey Fox in den Händen hielt, wusste ich, ich will bei der Steffi die Lovely, Lovely Glow mir anschauen und kaufen. Und zwar dazu haben wir dann die Farbe Tarantula ausgesucht. Und das Ergebnis zeige ich euch jetzt. Ich bin so verliebt. Das ist mein Birds of a Feather. Die graue Wolle ist der Steffi ihre Wolle, also Tarantula, Lovely Glow und diese braun-orange, anthrazitfarbene Wolle ist das Single Merino von Locoporella. Die Spannweite dieses Tuchs ist bestimmt 2,30 Meter. Ich habe es nicht gemessen. Schauen wir mal. Ich bin ungefähr 1,64 groß. Ne, nicht ungefähr, sondern ganz genau. Und schauen wir mal, wenn ich es zur Hälfte lege, na, wie weit ich denn spanne. Also ich kann den Schal kaum, also wenn ich es sogar doppelt lege, habe ich hier 1,60, 65. Also ihr kommt hier locker auf 3 Meter, 3,20. Ein Tragevideo blende ich euch jetzt gleich hier oben ein. Ich kann zu dem, also schaut mal den Flow. Ich kann zu der Kombination und dem Garn nur sagen, dass das ein Traum ist, also super weich. Auch das Paillettengarn, es zwickt und zwackt überhaupt nicht am Hals. Das Mohair ist super weich. Ich bin total begeistert. Ich habe es auch der Steffi schon geschrieben und ich werde definitiv spätestens im Sommer in Kassel mir Birds of a Feather Nummer 2 aussuchen, weil, ja, was soll ich sagen? Man fängt an, von der Konstruktion her, man fängt an, ich schaue jetzt gerade, hier unten an dem Zipfel und dann laut Anleitung wechselt man immer wieder ab. In der Mitte werden Abnahmen gemacht, an der Seite Zunahmen und irgendwann mal wechselt der Schal in eine asymmetrische Form. Da wird dann auf der einen Seite abgenommen und auf der anderen Seite dann einfach nach Anleitung weiter, ich meine zugenommen, ja genau, weiter zugenommen, sodass man dann im Endeffekt
diese Tuchform erhält und dann eben im nächsten Zipfel hier endet. Ja, Birds of a Feather. Ich weiß nicht, warum ich mich die letzten Jahre gesträubt habe, den anzuschlagen. Ein wunderbares Teil, auch auf dem Bild von Andrea Murray. Ich finde auch dieses Neon gespeckelte mit dem hellen, zart hellen Mohair, also ganz wunderbar. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Zuletzt möchte ich noch sagen, so viel ist von der Merino Single von Loco Porella Garn übrig geblieben. Nochmal zur Erinnerung, Grey Fox. Die Merino Single hat eine Lauflänge von 365 Meter auf 100 Gramm. Ich würde das jetzt auf 15 Gramm ungefähr schätzen, was mir von 2 Strängen übrig geblieben ist. Und von der Lovely Glow von Zauberkunstgarne, Tarantula, da hatte ich auch 2 Stränge. Das ist mir komplett aufgegangen, also das habe ich komplett verstrickt. Und mir haben noch 2 Reihen vielleicht gefehlt, die ich dann einfach in dem Garn weitergestrickt habe. Das fällt überhaupt nicht im Tuch auf und da braucht ihr keine Angst haben. Also insgesamt 2 Stränge Merino Single und 2 Stränge Lovely Glow und ihr habt so ein Schätzchen, was ich euch hier gezeigt habe. Mein nächstes Finished Object ist dieser Sweater, ebenfalls eine Anleitung, eine Kaufanleitung von Sari Nordlund. Northern Lights Sweater, erhältlich auf Ravelry oder bei Sari auf ihrer Website. Ein Rundpassen-Pullover, Colorwork mit doppelten Halsbündchen, italienisch abgekettet und gestrickt habe ich es mit aus der Pure Merino in Farbe Schnee, zusammengehalten mit Suri Deluxe in der Farbe Kaschmir von Wool & Forest sowie Pure Merino in der Farbe Neon Azalee mit Suri Deluxe Neon Azalee. Ebenfalls Wool & Forest. Das war jeweils ein Strang, das ist noch der Rest. Und hier brauchte ich jeweils 2 Stränge und das ist davon der Rest. War ein Teststrick für die Sari. Die Beige-Färbung ist durch die Mischung, durch das, dass ich Schnee benutzt habe, also ungefärbt mit dem Kaschmir, ist die Beige-Färbung nicht so dominant und was ich in dem Fall auch für das Pink sehr vorteilhaft finde. Das kommt dann schön zur Geltung. Der Pullover ist super, super soft. Die Innenseite vom Colorwork könnt ihr hier sehen. Ist auch sehr gut gelungen. Klappte wunderbar. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Anleitung sehr verständlich. Pullover sehr, sehr schön weich, sehr soft. Liebe ich. Fühlt sich von der Haptik sehr toll an. Ich blende euch jetzt hier ebenfalls ein kurzes Tragevideo ein. Ja, also dazu gibt es gar nichts mehr zu sagen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich liebe die Farbkombination. Bin sehr glücklich damit. Und Colorwork in der Rundpasse ist für Nicht-Geübte eigentlich die beste Option, weil dann, ich stricke ja immer nur in Runde. Also ihr strickt in Runde und braucht gar nicht groß irgendwie euch mit Abnahmen noch zusätzlich beschäftigen oder sonst irgendwas. Also meine Empfehlung, Saris Anleitungen sind immer sehr klar, leider nur auf Englisch, aber sind sehr klar und sehr verständlich und ja, absolute Kaufempfehlung. Northern Lights Sweater, ihre Version blende ich euch auch kurz hier ein, ist eine blaue und sieht komplett anders aus wie meine, aber man sieht, was so ein Farbspiel mit einem Pullover machen kann. Ja, was habe ich denn sonst
aktuell auf den Nadeln in Backnang. Letztes Jahr im Oktober kam so ein bisschen das Thema auf, beziehungsweise auch in meinen Keilgruppen, ob ich denn nicht passend zu meinem Füchslein-Sweater, was ja ein super leichtes und angenehmes Strickdesign ist, ob ich denn nicht dazu eine Strickjacke designen wollen würde. Und da ich bei der Steffi am Stand war und nochmal die Big Mohair eingehend vorgestellt habe und auch gekuschelt und geliebt habe, hatte ich mit ihr ausgemacht, dass ich doch gerne aus der Big Mohair meine Füchslein-Strickjacke, in dem Fall habe ich sie jetzt anders umbenannt, und zwar in den Spring Break Cardi. Fand, das passte besser. Und das Projekt ist aktuell bei mir auf den Nadeln, schaut so aus, hat ein doppeltes Strickbündchen, hier eine Raglan-Konstruktion mit linker Masche, mit 6 mm Nadel gestrickt, luftig, locker, ist auch länger gehalten und wie ihr seht, ist mit 1, 2, 3, 4, 5 Farben gehalten, aber es gibt hier noch eine Änderung, deswegen zeige ich es euch jetzt noch nicht angezogen, werde ich noch mal blocken das nächste Mal. Das Grün fand ich jetzt im Strang passender, als wie es jetzt verstrickt zu dem Cardi passt, und hatte mit Steffi gefachsimpelt und wir haben dann zusammen beschlossen, statt dem Grün ein Flieder einzubauen. Das heißt, ich werde das Grün wieder ribbeln und ein Flieder in die Jacke einbauen, und ich denke, in den nächsten paar Tagen ist diese dann fertig und hoffentlich auch bald dann von der Anleitung her fertig geschrieben und zum Teststrick bereit. Und ich finde, das ist einfach eine super schöne, luftig leichte Qualität und Jacke, um gerade für die Übergangszeiten die eben mal drüber zu werfen. Die Knopfleiste wird mit Rechts-Links-Maschen gleich mit angestrickt. Ich habe keine Knopflöcher eingearbeitet, weil ich die gerade für so einen Strick unvorteilhaft finde, sondern lieber mit Druckknöpfen arbeite, und zwar mit den großen. Hatte ich schon beim Darling Cardigan von Kuto Wakika gemacht. Ich finde einfach, das zieht das Mohair nicht so unvorteilhaft in irgendeine Richtung, die ich nicht haben will. Also so Knöpfe haben ja doch Gewicht, und wenn es dann offen ist, die Jacke, sieht das unschön aus, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich mit Steffi geredet, ich möchte das mit Druckknöpfen machen. Wer individuell entscheiden will, dass er Knöpfe braucht, kann die ja dann trotzdem einarbeiten, die Löcher. Ich sehe, wie gesagt, die Jacke mit Druckknöpfen. Und ja, schauen wir mal. Also Spring Break Cardi, aktuell in dieser Form. Das nächste Mal zeige ich euch ein Tragevideo und liebe die Qualität Big Mohair von Zauberkunstgarne. Gibt es auch als Big Suri von ihr, könnt ihr bei Steffi auf ihrer Webseite finden. Diese Qualität hat hier 78% Mohair und 13% Merino und 9% Polyamid. 200 Meter auf 100 Gramm. Wie gesagt, Farbe Lavendel. Hier haben wir die Farbe Avocado, Zeder, die ungefärbte, weiß ich jetzt nicht auswendig, muss ich euch unten in die Infobox reinschreiben. Ich glaube Zauberstab. Das ist Blush und das da unten Pistazie. Also das musste ich auch schauen, was das Grün ist. Das Grün wird auch was anderes werden, werde ich mal schauen, wird auch verstrickt, ist eine sehr schöne Farbe, aber ich fand halt einfach in dieser Reihenfolge hat sich das mit Flieder irgendwie schöner. Ja, ich hoffe, sie gefällt euch dann auch. Und wie gesagt, wenn sie fertig ist, rufe ich zum Teststrick auf und könnt ihr gerne mitmachen. Ich würde mich freuen. 6 mm Nadel ist super schnell gestrickt. 5 Stränge habe ich jetzt aktuell. Und ja, schauen wir mal. Also Spring Break
Cardi ist noch in der Mache. Dann seht ihr hier im Hintergrund ein Frühjahr-Sommerstrick. Das ist ein Top hier tatsächlich und eine Strickjacke mit kurzen Ärmelchen. Dafür hatte ich letztes Jahr bei Schachenmeier Baumwolle angefragt und auch geschickt bekommen zum Testen. Ich wollte die Anleitung von dem Top aufschreiben, was ich schon vor einigen Jahren gemacht habe. Also passend zu der Strickjacke hatte ich mir dieses Top ausgedacht. Das Muster erkennt ihr garantiert wieder, ist jetzt aktuell auch in vielen Anleitungen zu finden, auch bei Isabel Krämer. Und wie gesagt, wollte ich aufschreiben und habe bei Schachenmeier Garn bekommen. Jetzt hat sich aber die letzten Wochen bei Schachenmeier einiges getan, beziehungsweise ist ja eine Tochterfirma der Firma Metz. Und ja, da hat sich ja jetzt geschäftlich einiges verändert und mein Kontakt bei Schachenmeier ist auch da nicht mehr tätig. Und deswegen ist es jetzt erstmal fürs Erste auf Eis gelegt, weil ich, ja, ich wollte kein Projekt machen, bei dem ich kein Gegenüber habe und dann nicht weiß, gibt es die Firma dann noch oder wird die jetzt umgewandelt, wird es das gar noch geben? Macht ja dann keinen Sinn. Also erstmal ist dieses Top auf Eis gelegt. Ob es denn dann von mir wirklich realisiert wird, vielleicht im nächsten Frühjahr, das werden wir mal sehen. Aber ich wollte es euch wenigstens mal zeigen. Das sind halt so Geschichten, die im Hintergrund laufen, aber dann doch irgendwie im Sand verlaufen, was ja auch nicht so schlimm ist. Also alles gut. Dann habe ich als nächstes vor, das Sonja-Shirt anzuschlagen von der lieben Alex. Das ist jetzt ihr eigener Strick. Anleitung, Kaufanleitung auf Ravelry von Paula M., meine ich, hat ein unheimlich schönes Detail hinten hier aus der Angel 400. Ich meine, das ist die Färbung Zartbitter. Und ich stricke einen Sampler für sie aus diesem Lapislazuli. Ich mache es mal auf. Den ganz wunderbaren neuen Garn. Das ist die Fluffy Suri, 69% Seide, 21% Alpaka und 10% Polyamid, 350 Meter auf 100 Gramm. Ist einfach super weich. Also ganz toll, ganz tolle Farbe und da stricke ich den Sampler jetzt demnächst an. Und dann sehe ich hier noch was ich vergessen habe. Noch eine liebe Followerin hat nach meiner Anleitung, nach den Frozen Raspberry Socks, für mich diese tollen Söckchen gestrickt und die kamen an und ich bin so happy. Also vielen, vielen Dank. Ja, das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich sehr zu schätzen und habe sie nur einmal ganz kurz angehabt, aber ich wollte sie euch hier zeigen, damit ich sie auch wirklich wieder weiter fleißig tragen darf. Hier oben seht ihr das kleine Zöpfchenmuster und angeschlagen wird an der Fußspitze mit einem türkischen Anschlag und ihr habt dann hier den eingearbeiteten Keil und die verstärkte Ferse und ja, strickt dann einfach so lange, bis euer Garn aufgebraucht ist. Und sie hatte sich ein Paar in dem Garn gestrickt und ich fand einfach die Farbe so toll, dass sie gesagt hat, ich habe noch einen Rest, möchtest du welche haben? Und ja, also sehr, sehr gerne. Ich freue mich drüber. Irgendwie geize ich immer an Socken, wenn ich sie für mich selbst stricken muss. Also da freue ich mich mega. Vielen Dank. Und dann möchte ich noch zu guter Letzt auf eine Sockenanleitung hinweisen, und zwar Novita. Auf deren Webseite findet ihr die. Das Design ist von Lotta Lundin und das sind hier die Giraffensocken, eine kostenlose Anleitung, die man sich downloaden kann. Ich meine auch, es gäbe auch Zebras etc. pp. Also ich zeige hier nur ganz kurz das Colorwork. Hatte ich weiß nicht auf welchem Kanal gesehen. Also ich schaue so viele Strickkanäle, dass ich manchmal vor lauter Schauen vergesse, wen ich alles geschaut habe.
Seht's mir nach, falls diejenige das jetzt sieht. Ich habe deinen Namen vergessen. Kannst mich gerne anschreiben. Ich füge es gerne unten in die Infobox ein. Aber sie hat mich daran erinnert, Schande über mich, dass ich noch 2 Bücher vom DK-Verlag habe, von Lothar Lundin, die ich euch vorstellen wollte, die ich einfach nicht geschafft habe im Herbst. Aber ich finde, ja, ich finde erstens mal, das sind tolle Projekte, Colorwork-Projekte, die man jetzt noch stricken kann oder halt eben schon vorab für Geburtstag, Weihnachten etc. pp. Das sind diese 2 tollen Bücher, coole Handschuhe für kalte Tage oder halt eben coole Strickprojekte für kalte Tage. Das Nummer 1 finde ich deswegen toll, weil hier zeige ich euch erstmal Lothar Lundin, sie ganz tolle Fäustlinge gemacht hat, zum Beispiel Thema Astrid Lindgren oder na, für alle Bowie-Fans, hoppala, ich halte das mal zu, sind die nicht cool? Und zum Beispiel auch für die Elvis-Fans. Und es gibt auch noch die Beatles und es gibt auch noch ganz tolle Monstera-Blätter oder halt eben, die finde ich so süß. Einen Moment, ich muss es abdecken, damit ich nichts verrate. Diese Eichhörnchen, sind die nicht goldig? Es gibt, wie gesagt, auch die Beatles oder Springsteen. Ich zeige es nochmal von vorne. Kiss, was auch immer das Herz begehrt, findet ihr hier in dem Buch. Die Anleitungen sind auch super geschrieben. Das Garn, was sie verwendet, ist auch meistens, ich schaue mal kurz nach, Verbrauch. Drops Alpaka, Drops Flora, Drops Nord, Filcolana, Avetta Classic, also alles, was man so kennt. Und sehr, sehr gut. Also eine Empfehlung von mir. Das Buch kostet 14,95 Hardcover, DK-Verlag. Also kann man nichts sagen. Und Nummer 2 beschäftigt sich dann mit dem Eichhörnchenschal. Der ist auch noch ein Doppelstrick, also beidseitig. Ach, ist der nicht schön. Also, ich wollte es euch schon längst vorschlagen und zeigen, aber wie das so ist, die Zeit rennt. Man will immer so viel und dann kommt das Leben dazwischen und man schafft es einfach nicht. Das ist einfach so. Aber hier gibt es zum Beispiel die Beatles-Socken. Kostet ebenfalls 14,95. Da sind halt einige andere Projekte drin, halt diesmal von Socke über Mütze, über französische Bulldogge als Socke oder Kätzchen. Nee, das sind Kätzchen. Da erzähle ich Quatsch. Ich hatte eben, glaube ich, auch irgendwo die Bulldogge gesehen. Und ich finde einfach, das ist was Spezielles, was man jemandem auch gut zum Geburtstag schenken kann, der halt von all dem irgendwie ein Fan ist und sich auch super freuen würde über solche Natur mittens, also Pulswärmer. Und die Wolle ist ebenfalls, da wurde Filcolana, Avetta verstrickt oder halt eben Jaibo-Garn, was ihr ja bei Etna bestellen könnt. Da gibt es ja auch immer wieder tolle Angebote. Also absolute Kaufempfehlung, DK-Verlag, Lothar Lundin. Und diese Socken findet ihr, wie gesagt, bei Novita auf deren Seite. Schaut einfach mal nach. Und im Anschluss möchte ich jetzt nochmal über Köln reden, über die H&H, was ich noch neben der Interviews so alles erlebt habe. Zum einen bin ich auch nochmal von der lieben Emma von BC Garne daran erinnert worden, dass ich ja so ein Buch, und zwar von der Susanne Oswald, der kleine Strickladen in den Highlands, letztes Jahr zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ich habe Ende April Geburtstag und hat mir meine Freundin geschenkt.
hatte ich noch in meinem Stash und ja, irgendwie bin ich gar nicht dazu gekommen, aber Emma sagte, da wird über den Wollladen gesprochen und auch über bestimmtes Garn und auch, ähm, Anleitungen und Anstricks und ich finde einfach die Kombination schön, wenn das Buch mit einem interagiert. Ja, deswegen, also ob's gut ist oder nicht, muss ich noch entscheiden, habe ich noch nicht gelesen, aber wollte ich euch hier mal vorstellen. Ja, was habe ich, auf der H&H denn noch nebenher getan? Wie ich schon im letzten Video erwähnt habe, habe ich mich dort gezielt mit Steffi von Zauberkunstgarne getroffen. Sie hat mich mitgenommen, zum Stand von Langjahns, wo sie ihre Garnbestellungen aufgegeben hat und vor allem sich über neue Garne von Langjahns, informiert und beraten hat lassen. Und, da möchte ich noch mal unterstreichen, dass auf jeden Fall der Trend zu den Mini-Pailletten hingeht, auch bei Langjahns. Die haben ganz viele verschiedene, Farbschattierungen gehabt von dem Garn. Und grad dieses Mini-Paillettengarn ist unheimlich, wie soll ich sagen, unauffällig ja, also ist dezent im Strick und gibt dem Strick aber trotzdem so 'n gewisses Etwas, ja. Kennt ihr ja schon, habe ich auch vorgestellt von Rico Design, da gibt's das auch. Die haben nur weniger Farbauswahl wie Langjahns, ansonsten halt auch Langjahns, Kaschmirqualitäten, die sehr schön waren und, ja, Flausch in allen Varianten und vor allem halt auch tolle Farben. Und gecatcht hat mich ein Violett, was, Steffi sich ausgesucht hatte. Da blende ich euch jetzt hier mal das, Foto von ihr ein. Und, das sind so Farben, die kann man auch sehr gut mit diesen, Brauntönen, kombinieren, oder auch mit 'nem, Karamellbraun, da sieht es auch sehr gut aus. Also, traut euch einfach mal, neue Farben mit eurer bestehenden Garderobe zu mischen und zu, kombinieren. Das frischt manchmal das ein oder andere Teil im Kleiderschrank auf, ähm, wo dann plötzlich in 'ner neuen Kombination wieder ganz, ganz neu aussieht. Also, wie wenn ihr eben euch 'ne ganze Garderobe neu gekauft habt, dabei ist es wahrscheinlich nur ein Teil und ein bisschen Farbe, was das Ganze verändert. Mit Steffi bin ich dann auch zu Pasquali. Pasquali, da haben wir uns die Arctic Pearl angeschaut. Das ist 'n ganz neues Sommergarn, hm, was, eine ganz tolle Haptik hatte. Also, zumindest für mich. Ich fand es sehr, sehr angenehm. Ich mochte von Pasquali auch, das Mohair sehr und, das Kaschmirgarn, ist natürlich preislich hochwertig. Und, dann muss man halt entscheiden, was man denn daraus strickt. Also, da blende ich euch jetzt hier auch mal kurz, ein Video und Bild ein. Aber die Farbauswahl, von beiden Garnen oder von allen Garnen waren sehr toll. Also, ich muss sagen, Pasquali hatte eine schöne, Farbpalette, die mir sehr zugesagt hat und auch das Mohairgarn war sehr soft, also, fand ich, unheimlich ansprechend und, ja, schauen wir mal. Also, ich habe jetzt mal bei Pasquali angefragt, mal sehen. Ich bekomme was geschickt zum Testen und dann kann ich euch vielleicht im nächsten oder übernächsten Video mehr darüber erzählen. Ich war auch am Lamana-Stand, aber ich muss sagen, Lamana hat mich irgendwie nicht abgeholt. Also, Lamana fand ich unspannend, ja, aber das spricht ja manche oder viele an. Ja, also, hm, ich bin ja auch mit der Como auf Kriegsfuß, also in Kombination mit Flausch beziehungsweise Mohair fand ich sie jetzt toll. Habe sie ja mit meinem, Christian-Sweater oder in meinem Christian-Sweater verstrickt, aber, Single mag ich sie nicht und, alle anderen Garne, ja, die waren okay, aber wie gesagt, sowohl der Stand als auch die Farben waren sehr ja, für mich halt sehr, sehr flach. Also, für mich ist es sehr monoton, wenn alles beige und braun ist und, ja, also, wenn nichts mein Auge speziell catcht. Aber das ist einfach nur 'ne persönliche Geschmackssache.
Viele von euch sind ja da begeistert von Lamana und das ist ja auch gut so. Geschmäcker sind verschieden. Wie gesagt, Pasquale hat mich gleich gecatcht. Also das fand ich sehr schön, sowohl von Haptik als auch von Optik. Und dann ist Steffi zu Redesigned. Die Taschen, da hole ich euch jetzt mal meine her. Bei Redesign gab es dann viele verschiedene Taschenoptionen, unter anderem die Project 10, nein, so rum. Das ist meine, das ist die ohne Henkel und wie ihr seht, da passt einiges rein und die kann man dann so schön so rum zumachen mit dem Henkel dran. Und ja, ich habe hier einiges drin. Finde ich auch sehr bequem, habe ich immer mit neben mir liegen und alles Mögliche mit einstecken, von den Nadeln über Mäppchen, Maschenmarkierer, keine Ahnung was drin. Aber ich sagte da, und das ist das Walnut Burnt, nee, also auf jeden Fall Walnussbraun. Ich weiß jetzt nicht, wie der Name korrekt heißt, schreibe ich euch unten in die Infobox. Aber ich hatte schon zu Alex gesagt, ich brauche unbedingt die Tasche, die Project 39 mit Henkel, weil wenn wir reisen, dann habe ich natürlich meinen Strick immer dabei und Auto rein und Auto raus. Ich schleppe immer meine Stricksachen mit. Ich sitze auf dem Beifahrersitz und strick. Und wenn wir Pause machen, dann geht der Strick mit mir mit. Und dann sieht es natürlich viel ansprechender aus in der Tasche, als wie wenn ich nur mit meinem Stoffbeutel da durch die Gegend laufe. Und die 39 hat natürlich auch den gleichen Vorteil, dass sie super zu befüllen ist mit allen möglichen Innentaschen, aber auch mit der Außentasche, mit dem Henkel. Ich kann sie mir um die, um die Schulter hängen und vor Ort auf der H&H gab es dann die neuen Farben und auch die Nadeltaschen, die ich sehr ansprechend fand. Da wird bestimmt noch die ein oder andere zu mir wandern. Also Steffi hatte dann von den neuen Farben, da blende ich euch hier das ein, diese Farben ausgewählt. Einmal dieses Patchwork-Design und dann ein ganz tolles, ja, ist es ein Olivgrün, würde ich es nennen. War ich auch sofort hin und weg. Ist ebenfalls meine Farbe. Also muss ich mal schauen, was ich da bei der Steffi mir davon bestellen werde, je nachdem, was genau bei ihr jetzt ankommt. Ich glaube, sie hat in beiden Farben die Nadeltaschen und die Project 10 bestellt. Und Alex habe ich dann spontan getroffen und ebenfalls bei Redesign gesehen. Und da haben wir uns auch ausgetauscht und haben uns mal die Sachen alle angeschaut. Und sie hat sich die neue Taubfarbe ausgesucht. Also bei der Alex findet ihr Taub und Walnut und Schwarz und bei der Steffi das neue Patchwork und das Olivgrün. Also beides blende ich euch hier oben ein. Finde ich sehr ansprechend und hochwertig und kann man sich auch mal zum Geburtstag wünschen, zu Weihnachten, zu Ostern, was auch immer. Also ich bin sehr, sehr froh drum. Sehr hochwertig, sehr weiches Leder und ja, es schreit nicht gleich unterwegs. Achtung, Stricktasche. Muss nicht immer sein, finde ich. Ja, ich möchte noch etwas nachtragen, was ich vergessen habe zu erwähnen. Und zwar haben wir, also ich und Steffi und unabhängig von Steffi, auch ich und Alex, uns auf der H&H über Kaschmir-Qualitäten unterhalten und im Speziellen über Cardiff-Kaschmir. Und beide Handfärberinnen nehmen dies in ihr Programm auf, haben vor Ort Bestellungen aufgegeben und finde ich sehr spannend. Das Garn kenne ich noch nicht, habe ich bis jetzt noch nicht verstrickt. Und ich blende euch mal hier einige Farbinspirationen ein und Farbkarten, die wir dort vor Ort gesehen haben. Bei Steffi bekommt ihr aktuell die Cardiff Kaschmir und Alex hat das neue Cardiff Kaschmir Prime für sich entdeckt. Das ist in ihrem Shop eingezogen. Das ist sozusagen ein Flauschersatz. Wer kein Mohair verträgt oder auch kein Alpaka Suri, kann das durch die Cardiff Kaschmir Prime ersetzen. Ist natürlich ein hochpreisiges Garn, lässt bei Kaschmir vermuten, ist 100% Kaschmir. Aber ich muss sagen,
ja, wenn man dem Slow-Fashion-Gedanken folgt und sich auch wirklich, auseinandersetzt mit, welches Modell möchte ich Jahre übertragen, dann, ist gar nicht mal so eine Investition verkehrt. Also, ich merke, dass meine hochpreisigeren Garne oder meine Strickprojekte aus besserer Qualität und, ja, etwas teurerer Qualität, etwas ist gut, also teurer Qualität, länger und besser aushalten als wie manch günstige Qualität. Habe ja schon mal drüber geredet, kommt immer drauf an, was will ich mit meinem Strickstück? Möchte ich es nur eine Saison oder 2 tragen und ist es okay? Oder möchte ich wirklich viele Jahre dran Freude haben? Dann ist so eine Investition natürlich, egal ob jetzt nur Kaschmir oder dieses, Flauschkaschmir, ähm, gerechtfertigt. Gilt auch für die Seidengarne, die sind genauso teuer, aber, man darf ja nicht vergessen, was das für ein Produkt ist. Sowas wächst nun mal eben nicht in Massen und Mengen und es braucht alles seine Zeit und die Verarbeitung noch dazu. Also, hat alles schon seinen Grund, warum es so teuer ist, aber ich finde, man sollte sich einfach wirklich dann damit auseinandersetzen, welches Modell ist für mich wirklich zeitlos, welche Farbe möchte ich Jahre übertragen, ähm, welchen Schnitt und dann, ich sage immer Cost per Wear, die Formel. Also, wie oft trage ich etwas und, wie teuer war es? Und wenn ich den Preis durch die Häufigkeit teile, dann, ist manch teures, Endprodukt gar nicht mehr so teuer, weil auch, der günstigste Dropscan-Pullover kann dann teuer werden, wenn ich ihn nicht anziehe. Also, so versuche ich das immer so ein bisschen abzuwägen. Wie oft kann ich das tragen, was ich da stricke? Und dann weiß ich, wie teuer darf's denn werden. Was noch? Habe ich noch was gesehen? Ja, abschließend zu H&H muss ich noch sagen, also, die, ein oder anderen Influencer habe ich da gesehen. Manche, Strickdesigner auch, die waren im Gespräch, haben sich so wie ich auch, verschiedene Termine bei verschiedenen Garnherstellern gemacht. Die, entsprechenden Leute, die lächle ich an und grinse ich an, aber ich bin niemand, der da ins Gespräch platzt und dann sagt: „Hi, ich bin die und ich kenne dich.“ Also, das finde ich, unhöflich und, denke, wenn mein Gegenüber sieht, dass ich es anlächle, dann hat es die Chance, mich, mir zurückzulächeln und dann halt eben Kontakt zu suchen oder nicht. Aber das nehme ich auch keinem übel, weil ich hatte ja nur den Freitag und, musste ja da wirklich, schauen, wie ich trotz Krankheit meine Termine alle, ich nenne es jetzt, abarbeite. Gleichzeitig aber traf ich spontan, Christiane von Lies Me Knits und das fand ich cool auf der Rolltreppe und da haben wir auch Zeit gehabt, uns 10, 15 Minuten auszutauschen und da freue ich mich auch sehr, sie in, Kassel dann, zu treffen und, vor allem dieses Mal auch ihre Garne eingehender zu studieren, da ich sie erst in Backnang kennengelernt habe, und zwar durch die Alex. Also, ich kenne noch nicht so viele Handfärber, wobei ich da gut aufgeholt habe. Also, ich denke, ich gebe mir Mühe, um all die Namen, kennenzulernen und vor allem, die Stricksprache nein, die Farbsprache. Jede der Handfärberinnen und Handfärber hat so seine eigene Farbsprache und, wenn man das länger beobachtet, dann erkennt man die Stärken und die Schwächen und kann sich dann dementsprechend seine eigene Lieblingspalette, Farbpalette, entsprechend der Anbieter aussuchen. Also, bei der einen ist es halt rot und rosa, bei der anderen grün und Petrol, bei der dritten beigebraun und, ebenfalls rosa und, beim vierten, fünften, vielleicht, Moody-Töne und, ja, bunt und schwarz mit bunt und so weiter. Also, wie gesagt, jeder hat so seine Stärken und die gilt es dann auch kennenzulernen und kristallisieren und einfach für sich selbst zu nutzen. Manch eine große deutsche alteingesessene Firma, ich nenne jetzt keine Namen und, habe jetzt auch 2, 3 im Kopf, nicht nur eine speziell. Ja, da frage ich mich, wie die Firma denn noch überlebt, wenn man denn so lieblos und lustlos auf eine Messe geht. Also,
wenn ich dann sehe, wie dann Firmen wie Gazal ihren Stand gestalten, als würde man durch eine Kunstgalerie laufen und unsere deutschen Firmen dann einfach irgendwie 3, 4 Regale hinklatschen, ein bisschen Material rein und die entsprechenden Personen ganz gelangweilt an einem Stehpult stehen. Das finde ich dann schade. Ähm, Ich bin dann aber auch nicht, bereit, dann, hinzugehen und zu sagen: „Hier, ich würde gern was fürs Publikum zeigen. Ähm, was 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 macht euch denn aus, dass ihr so lange auf dem Markt seid?“ Weil das frage ich mich dann in dem Moment schon. Ich denke, ohne Aufforderung sollte man doch an so einem Wollfest oder auch an einer Wollmesse oder Kreativmesse, doch die Liebe zu seinem Produkt ausstrahlen und nicht so ein, Gefühl dem Gegenüber geben, als wollte man denn jetzt gerade im Moment nicht da sein, wo man denn ist. Gut, also, da mache ich jetzt einen Punkt, kann sich jeder denken, wie er will. Was gab's noch? Eine, Firma ist mir noch ins Auge gestochen, und zwar Cowgirls Blues hießen die, meine ich. Den korrekten Namen blende ich euch jetzt hier ein, und da zeige ich jetzt euch auch, noch kurz Produktvideos, die wir gedreht haben. Da es mir an dem Tag nicht so gut ging, könnte ich mir jetzt trotzdem im Nachhinein selbst in den Hintern beißen, weil die, Inhaberin mich bestimmt zweimal angesprochen hat, ob sie mir denn helfen kann und, ob sie was zu den Produkten mit mir reden möchte. Und also durch die Blumen hat sie's mir, denn mitgeteilt. Ich war aber, wie gesagt, selbst mit mir so, am Kämpfen, dass ich das gar nicht so realisiert habe, und, dann war es auch noch auf Englisch, und, ich war froh, dass ich nur eine Firma, auf Englisch abgearbeitet habe, und, war dann nicht so auf der Höhe. Im Nachhinein ärgere ich mich über mich, weil ich fand die wirklich sehr spannend, zumal, die Firma aus, Südafrika kommt und dort auch Frauen die Arbeit, also das Färben, den Frauen erlernt über Kurse und, Workshops, und denen so die Möglichkeit, auch gibt, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und gleichzeitig aber durch BC-Garne hier in Deutschland oder, durch, Selected Yarns, das ist ja die Dachfirma, unterstützt wird und hier vertrieben wird. Und, das finde ich ganz toll. Also, ich finde toll, wenn auch hinterm Produkt dann noch mal mehr, Geschichte steckt und auch man, als sowohl als Betreiber und auch Käufer, ja, die Welt ein kleines bisschen besser macht. Das Gleiche, möchte ich auch zu Hansafarm sagen. Die durfte ich kennenlernen. Da zeige ich euch aber im nächsten Video, mehr. Da erreichen mich die Produktproben noch, und, ja, da hat, sich, ein der Inhaber getraut, in Peru mit Alpakawolle sich auseinanderzusetzen, hatte, auch familiär mit seiner Frau zu tun, die kommt daher, und, vertreibt diese schon, 12 Jahre hier in Deutschland, und, ja, da möchte ich euch auch ein bisschen mehr darüber erzählen, und da geht's auch um Tradition, Geschichte und, ja, Arbeit, was man dort, zu fairen Preisen, den Herstellern ermöglicht, und auch, ja, dies auch zu fairen Preisen versucht, hier in Deutschland an uns abzugeben. Also, Preis-Leistung in der Waage zu halten. Ja, ich glaube, das, so viel dazu. Mehr habe ich heute euch gar nicht zu erzählen. Ähm, Ich möchte jetzt zeitnah im Anschluss, einen Vlog drehen, und zwar über mein, jetzt ist es nicht mehr YouTube-Jahr, sondern 1,5 Jahre YouTube, Resümee. Was hat mir diese Plattform gebracht? Wie ihr seht, nach Folge 1, ich bin immer noch da. Ähm, ja, da möchte ich ein bisschen erzählen. Wie gesagt, die Zeit rennt vor mir her. Ich hätte es schon gerne schon viel länger abgedreht, aber ja, hätte Fahrradkette. Für heute mache ich jetzt hier Schluss, und vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch oder ein Abo dalasst,
Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.